Wenn meine Frau, die hier sitzt, also nicht als Kind 4 oder 5 Jahre in Indien verbracht hätte, und da habe ich mir einfach gedacht, ich möchte das auch sehen, diese Welt, wo sie einmal war. Was mich aber so fasziniert hat dort, also bei den Einäscherungen, diese Verbindung von Leben und Tod. Also dort am Einäscherungsplatz, also am Ufer des Ganges in Indien, da findet alles statt. Da laufen nackte Kinder herum, da sind also dazwischen irgendwelche Stiere, habe ich sogar gesehen, die also die Blumengirlanden auffressen, mit denen die Verstorbenen, die zur Einäscherung hingebracht wurden, geschmückt worden waren. Da laufen die Hunde herum, die Kinder spielen zwischen den Scheiterhäufen. Der Pfarrer hat zu uns, also Kindern, einmal gesagt, dass der Herrgott alles sehen, was wir tun, im Guten wie im Bösen. Nicht nur sehen, was wir tun, sondern sie können sozusagen auch in unser Gehirn hineinkriechen und mit uns mitdenken. Sie können erfahren, was wir Kinder so an menschlichen, unmenschlichen, schönen und dämonischen Fantasien haben. Und das hat mir sehr Angst gemacht. Aber dann bin ich wieder einmal zu einem Gottesdienst auf die Berge hinauf mit dem Pfarrer. Und da bin ich einmal hinter den Altar gegangen. Und dann habe ich gesehen, dass diese Engel, das waren keine Vollkörper, sondern das waren einfach so aufgemalte, ausgeschnittene Platten. Und da habe ich mir gedacht, also wenn diese Engel keine Eingeweide, kein Herz, kein Gehirn haben, wie sollten denn die dann erkennen können, was ich getan habe, was ich tue, im Guten wie im Schlechten? Also ich war 3 Jahre alt, da hat mir meine Tante den Leichnam meiner Großmutter mütterlicherseits gezeigt. Ich kann mich noch genau erinnern, wie sie mich über eine breite Stiege hinaufgetragen hat ins Aufbahrungszimmer. Der Sarg war mit Immergrün dekoriert und sie hat mich in die Höhe gehoben,
Und in diesem Sarg lag meine Großmutter mütterlicherseits, die an gebrochenen Herzen gestorben war, weil 3 ihrer Söhne im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Also in dem Augenblick, wo ich auf das Gesicht einer toten Frau schaue, beginnt sozusagen meine Bilderwelt als Erinnerung zu laufen. Sie hat ja ihre Sprache verloren, meine Mutter, weil sie als Jugendliche es mitgekriegt hat, dass 3 von ihren Brüdern im jugendlichen Alter im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Das hat der Familie mütterlicherseits vollkommen die Sprache genommen, die Sprache verschlagen. Und in diesem Dreieck sozusagen bin ich dann aufgewachsen, in diesem Dreieck. Der Vater, zu dem ich keinen Zugang hatte, mit dem ich nicht reden konnte, die Mutter, die sprachlos war und die taubstumme Magd. Und da habe ich als Kind irgendwie Sprache gesucht. Ich habe dann einmal als Kind, weil ich gesehen habe, dass die Söhne vom Lehrer Geld kriegen für Bücher, da habe ich meine Mutter gefragt, ob sie mir auch Geld geben kann, damit ich ein Buch kaufen kann. Und meine Mutter, die ihr ganzes Leben kein Buch gelesen hat, die hat gesagt, für Bücher haben wir kein Geld. Und dann habe ich begonnen, also von meinen Eltern, zuerst von der Mutter und später vom Vater, über Jahre Geld zu stehlen, um mir dann Bücher kaufen zu können. Das viele Lesen, das war für mich wie in einer Zeit, wo andere in die Schule gehen, die Ausbildung, der Beruf. Und das war mir alles viel wichtiger. Also ich wusste als 14-jähriges Kind, da habe ich mir einmal gedacht, eines Tages werde ich ein Buch schreiben. Mit 6 oder 7 Jahren war ich dann Ministrant und da war ich ja bei jeder Hochzeit, bei jeder Taufe, bei jedem Leichenbegängnis dabei. Und insofern waren es immer wieder Begegnungen für dieses Kind mit dem Tod. Und einige Jahre später, da war ich schon 20, da haben sich in meinem Heimatdorf 2 17-jährige Buben gemeinsam das Leben genommen. Sie sind in einem Heustadel, im Pfarrhof Heustadel, sind sie mit einem 3 Meter langen Strick über eine Leiter hinauf und haben sich gemeinsam erhängt. Sie sind gemeinsam hinuntergefallen. Das war so ein Verzweiflungstod von 2 jungen Männern, die sich sehr gemocht haben. Und das war für mich, weil ich auch mit einem von denen befreundet war, ein Riesenschock. Aber das war dann der erste und letzte Auslöser für mein Schreiben. Ich habe genau gewusst, entweder schreiben oder sterben. Und durch dieses Schreiben habe ich mich eben bis heute eben von einem Selbstmord erlösen können.
Und das ist ja der ewige Kampf beim Schreiben. Ein Buch ist fertig. Wie geht's weiter? Wo gehe ich hin? Wie finde ich wieder Material oder Stoff? Da habe ich in Klagenfurt gelebt, dann war ich in Wien, dann war ich in Berlin, auch in Rom. Und irgendwie habe ich gemerkt, es geht nicht weiter, ich kann nicht weiterschreiben. Ich habe dann Hilfe gesucht sozusagen bei meinem Feind, bei meinem Todfeind, dem Vater, den ich über 3 Bücher, über 1000 Seiten geschrieben habe. Also ich über mich und über ihn und über das Dorf und so weiter. Er hat mich aufgenommen, eigentlich ganz biblisch. Der Sohn hat zurückkehren dürfen. Ich habe ihm bei der Arbeit geholfen. Ich weiß genau noch, so am 1. oder 2. Tag sind wir über die Dorfstraße hinuntergegangen. Die Leute haben aus dem Fenster geschaut. Und damals erst, da war ich schon 30, habe ich ihm ruhig in die Augen schauen können. Vorher habe ich das gar nicht können. Tukaj obsoja sodnik Jezusa, potem tukaj ga že bičajo, pol je spet obsodba in se nadaljuje križopot. Križopot je najprv. Bei einem katholischen Begräbnis, da wird das Leben vom Tod ja getrennt. Sozusagen die Schlange des Leichenzugs durch die Stadt oder über das Dorf geht. Da werden Maschinen abgestellt, da spielen keine Kinder. Und dort in Varanasi, also in Indien, diese unmittelbare Verbindung auf einem kleinen Platz, wo das Leben weitergeht, wo Kinder weiterspielen, wo die Tiere herumlaufen. Und diese Verbindung hat mich so fasziniert, weil bei uns ist das getrennt, der Tod und das Leben. Sehr schön, die Glocken sind jetzt gut. Ein toter, 12-Jähriger, in ein weißes Baumwolltuch eingewickelter und mit Hanfschnüren auf einen schweren, flachen Stein aufgebundener Junge wurde mit einem Boot, in dem mehrere Männer saßen, gegenüber dem Harishchandra Ghat in Varanasi in die Flussmitte hinausgerudert. Als einer der Männer am Bug des Bootes den schweren Stein auf den Leichnam aufgebunden war, noch einmal zurechtrückte, bewegten sich die über den Bootsrand hängenden und knapp über der Wasseroberfläche pendelnden Füße des Knaben, sodass ich im ersten Augenblick glaubte, der Junge werde sich noch einmal erheben und über das Wasser zum Einäscherungsplatz zurückspazieren. Bis der Ruderer mit dem Boot in der Mitte des Flusses ankam und der Knabe mit dem schweren Stein ins Wasser gestürzt wurde, über all den anderen zu Hunderten am Grunde des Flusses ruhenden Kindern lag schwer die Hand eines im Boot sitzenden Mannes auf dem Kopf des toten Jungen.
Thank